Hallo, hier ist Maini und herzlich willkommen zu meinem ersten Video in der Videoreihe zum Mürbeteig. In diesem Video erfährst du, egal ob du Koch, Konditor oder einfach nur eine Privatperson bist, alles, wirklich alles über den Mürbeteig. In dieser Videoreihe zeige ich dir von süßen Klassikern wie zum Beispiel einer Erdbeertart, Südtiroler Apfelstrudel oder die Linzer Torte bis hin zu Quiche Lorraine und einer Surf and Turf Quiche, also alles, was das Herz begehrt. All diese eingeblendeten Videos hier kommen in den nächsten Tagen und Wochen als eigenständige Videos und Rezepte hier auf meinem Kanal online. In diesem Video hier geht es mir nur um das Grundrezept des Mürbeteigs. Und da der Mürbeteig verschiedene Grundrezepturen hat und verschiedene Zubereitungsarten hat, zeige ich euch alle zusammengefasst. Ich zeige dir den 1, 2, 3 Mürbeteig mit Zucker, auch Zuckerteig genannt, mit der Zubereitungsweise in der Küchenmaschine, auch als gerührter Mürbeteig genannt. Dann zeige ich dir noch den zuckerlosen Mürbeteig, also einen Mürbeteig ohne Zucker, aber dafür mit Salz. Kann man zum Beispiel für eine Quiche verwenden. Und die Zubereitungsweise in einer Mulde, wo man quasi Mehl auf die Arbeitsfläche gibt, die Zutaten rein und dann wird das Ganze gehackt. Auch gehackter Mürbeteig genannt. Außerdem zeige ich dir noch den Spritzmürbeteig, womit du Spritzgebäck bzw. Kekse zubereiten kannst. Hier ist die Rezeptur des 1, 2, 3 Mürbeteigs und hier ist die Rezeptur des zuckerlosen Mürbeteigs. Und hier die des Spritzmürbeteigs. Willst du vielleicht einen dunklen Spritzmürbeteig zubereiten? Oder ein Mandelspritzgebäck? Oder ein Sandgebäck? Oder sogar ein Käsemürbeteig? Dann blende ich euch hier die Rezepturen davon ein. Auf dieser Seite blende ich für dich die verschiedenen Themen dieses Videos ein, damit du zu deinem Thema, der dich interessiert, direkt springen kannst. Beginnen wir mit dem 1, 2, 3 Mürbeteig mit Zucker in der Zubereitungsart in der Küchenmaschine. Den Namen 1, 2, 3 hat der Teig, weil das Verhältnis von Zucker zu Butter zu Mehl 1 zu 2 zu 3 ist. Für die Zubereitung in der Maschine brauchen wir natürlich keine kalte, sondern temperierte, also leicht weiche Butter. Daher nennt man den Teig auch oft gerührter Mürbeteig, weil er in der Maschine gerührt wird. Man verrührt erstmal alle Zutaten miteinander außer Ei und Mehl. Dann gibt man das Ei dazu und rührt den Teig ein paar Sekunden weiter bis zu einer glatten Masse. Um Zeit zu sparen, gebe ich persönlich auch die Eier gleich am Anfang mit rein. Zum Schluss kommt das Mehl rein und dann wird nur kurz geknetet oder für etwa 20 bis 30 Sekunden in der Maschine gerührt. Der Spritzmürbeteig für Spritzgebäck bzw. Kekse wird genauso hergestellt, ist aber durch den hohen Butteranteil weicher und lässt sich mit einem Spritzbeutel deshalb besser spritzen. Das war der Mürbeteig mit Zucker, den ich sehr gerne für süße Nachspeisen verwende. Jetzt zeige ich euch den zuckerlosen Mürbeteig mit der Hackmethode. Welche Methode ihr beim jeweiligen Teig verwendet, ist ganz euch überlassen. Bei dieser Methode geben wir das Mehl auf die Arbeitsfläche, bilden eine Mulde und geben die restlichen Zutaten rein, die wir zum Beispiel mit einem Messer hacken sozusagen. Hier braucht ihr ein bisschen Muckikraft. Wegen des ständigen Hackens wird dieser Teig oft auch gehackter Mürbeteig genannt. Die Butter muss unbedingt eiskalt sein, damit sie nicht zu schnell warm wird und schmiert. Wenn die Butterstückchen ganz klein gehackt wurden, binden wir die Teige, indem wir die Brösel einfach fest zusammendrücken und in Folie im Kühlschrank kühlen. Kommen wir zu den häufigsten Fehlern bei der Zubereitung des Mürbeteigs. Knetest oder rührst du den Mürbeteig zu lange, dann erwärmst du erstens die Butter, die schmiert und ölig wird, und zweitens aktivierst du durch das lange Kneten den natürlichen Kleber im Mehl und dieser verkleistert und führt auch dazu, dass der Teig später nicht mürbe, also nicht bröselig wird. In der Fachsprache sagt man dazu, der Teig wird brandig. Brandig bedeutet, der Mürbeteig reißt ständig beim Ausrollen und die Backwaren werden später sehr hart statt mürbe. Den brandigen Teig könnte man jetzt mit etwas Eiweiß verrühren und wieder ausrollen, aber die Qualität ist dann trotzdem schlechter. Wenn ihr euch an die Regel haltet, nicht zu lange zu kneten, ist das schon mal mehr als die halbe Miete. So nach dem Motto, so wenig wie möglich, so viel wie nötig rühren. Grundsätzlich verwenden wir Puderzucker im Mürbeteig, weil dieser sich schnell löst und wir mit dem Backen sofort loslegen können. Solltet ihr Kristallzucker verwenden, lasst den Mürbeteig in Folie eingepackt bitte über Nacht im Kühlschrank ziehen. Lagern und Aufbewahren des Mürbeteigs. Mürbeteige sollte man immer in Folie abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Sie können im Gefrierfach über Monate hinweg eingefroren werden. Im Kühlschrank kann man sie locker eine Woche oder 10 Tage aufbewahren.
Der nächste Themenabschnitt betrifft das richtige Backen des Mürbeteigs. Man sollte den kalten Teig kurz vor dem Verarbeiten mit etwas Mehl leicht und nur kurz durchkneten. Den Mürbeteig rolle ich gern unter 2 Backpapieren aus. Ihr könnt das auch ganz normal auf einer Arbeitsfläche ausrollen, müsst aber mit Mehl arbeiten und den Teig ständig von der Arbeitsfläche lösen. Wenn der Teig in die Backform gelegt wird, sollte euer Backofen schon vorgeheizt sein. Ich gebe das fertige Blech nochmal gern in den Kühlschrank, damit die Butter etwas hart wird. Der Hintergrund ist, gibt man einen weich aufgetauten Mürbeteig in den Ofen, kann die Butter darin leicht schmelzen und der Teig verliert dann gern seine schöne Form. Daher immer den kalten Teig aus dem Kühlschrank direkt in den vorgeheizten Backofen reingeben. Der Mürbeteig ist erst dann fertig, wenn die Ränder eine leicht schöne Färbung bekommen haben. Lasst die Backware bitte auskühlen und holt sie erst dann aus der Form raus. Ein wirklich unterschätztes Thema beim Mürbeteig ist das sogenannte Blindbacken. Blindbacken, was ist das? Das zeige ich euch jetzt. Wodurch eine Tart, Tartlets oder die Quiche auch ihre Form verlieren können, ist, wenn du sie nicht blind backst. Blindbacken bedeutet, dass wir den in der Backform platzierten Mürbeteig mit einer Gabel oder Messer löchern, Backpapier drauflegen und sie mit getrockneten Erbsen, Bohnen usw. befüllen und backen. Das sogenannte Blindbacken sorgt dafür, dass der Teigboden nicht hochsteigt und die Teigränder nicht runtergehen. So erhaltet ihr eine schöne ausgebackene Form. Die getrockneten Erbsen und Bohnen hebe ich noch auf. Ich schmeiße sie nur dann weg, wenn sie 3 bis 4 Mal benutzt wurden und schon zu dunkel sind und sie die verbrannten Reststoffe sozusagen in den Backofen abgeben könnten, die sich wiederum auf unsere Backware setzen könnte und dadurch die Qualität der Backware sinken könnte. Habt ihr noch mehr Interesse an Inhalten aus der Kochausbildung, dann klickt bitte den oben eingeblendeten Link an und gelangt zu meiner Playlist mit dem Thema Teige und Massen aus der Kochausbildung. Viel Erfolg!